Hi, ich bin Lasse. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade spontan hier rangefahren und dachte, die Gelegenheit bietet sich mal an, das Nachtsichtgerät zu testen, was ich hier auf dem Kopf habe. Es ist ein digitales Nachtsichtgerät, ist natürlich Spielzeug im Vergleich zu richtigen Nachtsichtgeräten. Allerdings hat es den Vorteil, dass ihr auch was davon habt, denn ich kann damit wenigstens filmen. Ich würde jetzt sagen, wir probieren einfach den Kilometer zu Fuß mit dem Nachtsichtgerät zurückzulegen zu einem kleinen historischen Objekt. Deswegen schalten wir jetzt auf Infrarot und alles zum Objekt erzähle ich euch gleich. So, mal ein bisschen die Schärfe fokussieren. Ja, man sieht schon, es ist super neblig heute. Das macht das Ganze nicht so leicht. Ich probiere jetzt wirklich die ganze Strecke einfach mal mit dem Nachtsichtgerät zu laufen. Ist gar nicht so einfach, denn man hat immer noch diesen Abstand zum Auge. Und ich hoffe, hier liegt jetzt nicht allzu viel auf dem Weg. An sich ist die Strecke nur 1 Kilometer lang. Mal gucken, ob das was wird. Aber bei der Gelegenheit kann man das Nachtsichtgerät mal im Einsatz ein bisschen testen. Ich komme jetzt schon vom Weg ab. Es ist echt gar nicht so leicht, sich damit zu orientieren in der Dunkelheit. So, und auf dem Weg werde ich euch einfach ein bisschen was zur Historie noch erzählen. Das heutige Objekt wird ein kleiner Untergrundbau sein. Und zwar ein Fernkabel FK 165. Das ist ein internationales Nachrichtenkabel aus der Zeit des Warschauer Paktes. Diese Kabel wurden 1958 bis 1963 gebaut und schließlich gingen sie dann 1964 auf Gebiet der DDR in Betrieb. Die Trassenführung ging über Moskau, Lemberg, Katowice, Prag, Aussig und schließlich Berlin. Irgendwas raschelt da. Schon unheimlich, muss man sagen. Es ist auch wieder eiskalt geworden. Wir haben aktuell 3 Grad. Das merkt man. Es ist schon unheimlich, wenn es links direkt neben einem raschelt und man aber durch die beschränkte Sicht nicht wirklich was sieht. Also der Blickwinkel ist ja auch super eingeschränkt. Einige dieser alten Nachrichtenkabelschächte wurden mittlerweile auch abgerissen oder sind dem Vandalismus zum Opfer gefallen. Wir schauen uns jetzt eins an, das soll sich noch in einem recht guten Zustand befinden. Bin ich mal gespannt. Das da hinten ist übrigens der Mond. Wir haben fast Vollmond. Das ist ganz gut. Dadurch hat man noch ein bisschen mehr Restlicht auch. Da hat es auch wieder geraschelt. Mensch, ey. Nacht ist was los im Wald. So, hier kommt eine Schranke. Müssen wir mal hier vorbeigehen. Wo geht denn der Weg weiter? Okay, hier geht's runter. Jetzt wäre ich das erste Mal fast hingefallen. Hier geht irgendwie so ein Graben lang. Oh Gott, hier den Graben zu laufen ist auch nicht so einfach. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie weit es noch ist. Oh Gott, das Ding hat Dornen, scheiße. Da hinten ist auch ein großer Funkmast. Und man sieht, wie kalt es ist. Das ist die ganze Zeit mein Atem. Ein paar Sterne sieht man noch. Aber insgesamt sehr, sehr neblig. Alter, da hat es gerade richtig geraschelt. Ist irgendwo ein großes Tier links drin. Das ist gerade genauso erschrocken wie ich. Ich wette, da drüben ist einfach irgendwo ein richtig leichter Weg und ich laufe hier die ganze Zeit auf diesem beknackten Ackerweg. Krass, wie hell der Mond ist. Irgendwo in diesem Waldstück sollte das Objekt sein. Mal schauen, ob wir es finden. Okay, hier ist ein Zaun. Vielleicht ist hier doch was. Da vorne, da ist irgendeine Blechhütte oder so. Wie so ein Schuppen. Das wird das Ding wahrscheinlich sein. Haben wir es doch noch gefunden. Das ist ja geil. Oh Gott, ich bin gerade voll in so ein Loch reingefallen. Also hier ging es gerade ein Stückchen runter. Ja, ich glaube, wir haben es gefunden. Wir wechseln mal auf die andere Sicht, dann seht ihr auch mehr. Licht an. Es kommt, wie es kommen muss. Die Karte zeigt SD-Kartenfehler. Super. Jetzt muss ich aufs Handy switchen, was im Dunkeln jetzt nicht die besten Bilder liefert. Aber ja, verzeiht es mir, anders geht es leider nicht. Auf jeden Fall ist hier in diesem Schuppen
das gesuchte Objekt, allerdings verschlossen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob man das Ding hier irgendwie aufkriegt. Der Deckel sieht ganz schön schwer aus. Da ist zumindest ein Griff dran. Ah doch, das Ding geht auf. Der Deckel ist auch gar nicht so schwer, wie er aussieht. Ja, da geht's runter und der Deckel rastet hier hinten auch ein. Also ich hoffe, der bleibt eingerastet in der Zeit, wo ich da mal kurz jetzt nach unten steigen werde. Die Leiter ist auch ein bisschen wackelig, die ist da oben nur eingehangen. Die ist also lose drin. Man sieht schon, hier ist nichts mehr drin. Ich nehme an, diese Führungen an der Decke hier waren vielleicht für die Kabel damals. Kabelhalterung. Man muss sagen, es ist allerdings kein Vandalismus hier drin. Also auch ein super kleines Objekt, aber dennoch historisch recht interessant. Viel gibt es ja leider nicht mehr zu sehen, aber immerhin kein Vandalismus. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich oben wieder. Dann Deckel wieder zu. Oh ja, der geht. Zu geht er ja auch ganz leicht. Hätte ich nicht gedacht, dass er so gängig ist. Der sieht viel schwerer aus, als er ist. So, den Rückweg werde ich jetzt auch mit Lampe antreten und nicht mehr mit dem Nachtsichtgerät, weil ich bin hier unten runtergefallen. Wahrscheinlich war das auch ein Kabelschacht, also da waren bestimmt die Kabel früher drin. So, wieder draußen. Ich würde sagen, wir machen das Outro auch einfach von hier. War jetzt nicht das größte Objekt, aber historisch dennoch ganz interessant. Auch wieder ein Bauwerk, wo ich vorher noch nie war. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, euch hat es gefallen. Dann lasst doch gerne ein Like da, kommentiert das Video, abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Also seid gespannt und bleibt dabei.